Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es weiter am Opel und zwar mache ich jetzt zwischendurch einfach mal die Reinigung. Das hatte ich ja von Anfang an vor. Habe mich dann erstmal ein bisschen auf technische Sachen gestürzt. Jetzt, wo die Zahnriemengeschichte durch ist, steht noch Automatikgetriebe, Ventildeckeldichtungen, Fahrwerk und die vordere Aufhängung sowie Bremsen an. Das heißt, ein bisschen was habe ich noch vor mir. Aber ich dachte, das ist eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt. Momentan ist es sehr kalt. Deswegen habe ich jetzt auch gerade eben schon einen Heizlüfter in Richtung Innenraum des Autos gestellt, sodass sich das ganze Leder ein bisschen aufwärmt. Denn heute bei der Reinigung möchte ich unter anderem auch die Ledersitze zum einen reinigen und zum anderen ein bisschen pflegen. Dann habe ich mir hier von Meguiar, ich hatte das ja schon mal probiert, mit so einem Produkt aus dem Internet, das hat aber überhaupt nicht funktioniert, die Plastikteile an der Stoßstange nochmal aufzuarbeiten. Das war aber der totale Reinfall. Jetzt habe ich mir hier von Meguiars was bestellt. Da habe ich bereits andere Produkte getestet, die waren immer sehr gut, also bisher war ich immer sehr zufrieden. Wie das jetzt mit diesen Plastikteilen an der Stoßstange ist, mit dem Produkt werde ich jetzt heute testen. Ihr seht das, da unten ist links sozusagen dieser Before, also so wie es bei mir auch aussieht, eben verblasst und ja einfach nicht mehr schön. Und rechts dann, wie es mit diesem Produkt aussehen soll, das testen wir. Und natürlich auch die Scheiben werde ich reinigen und auch am Ende aussaugen. Eine Nassreinigung mit meinem Nassstaubsauger mache ich heute nicht, dafür ist einfach zu kalt, dann würde da zu viel Feuchtigkeit im Auto bleiben. Wir starten jetzt einmal mit der Stoßstangengeschichte. Das probiere ich als erstes, ob das was bringt, denn das muss ja ein bisschen einwirken und dann können wir das Ergebnis in dem Video noch sehen. Dann werde ich mich der Glasreinigung widmen. Wir werden die Ledersitze reinigen und am Ende sauge ich raus und dann zeige ich euch einmal noch das Ergebnis vorher-nachher. Dafür hätte ich gesagt, mache ich jetzt einmal einen kleinen Schwenk durchs Auto, wie es aktuell aussieht, damit ihr den aktuellen Zustand mal gesehen habt, um dann vergleichen zu können. Ich versuche dann am Ende so einen Links-Rechts-Vergleich zu machen, wie es sozusagen nach dem Reinigen aussieht. So, vielleicht hört ihr den Heizlüfter, der da hinten jetzt läuft. Wie gesagt, das habe ich gemacht, damit das Leder ein bisschen vorgewärmt wird. Dann lässt sich das immer besser reinigen als auch pflegen. Wenn das Leder so kalt ist, dann nimmt das sozusagen die Pflegestoffe nur schlecht auf. Deswegen wärme ich das entsprechend vor, damit das besser funktioniert. Schauen wir uns das mal ein bisschen im Detail an. Wir können also hier erkennen, das Leder ist allgemein noch in einem sehr guten Zustand. Auch gerade hier die Einstiegsseiten sehen sehr, sehr gut aus. Also die Wangen sowohl oben als auch unten am Sitz. Also an der Sitzfläche ist das noch sehr gut. Das Ganze ist auf der Fahrerseite genauso. Da sind die Flächen und alles auch noch sehr in Ordnung. Nichtsdestotrotz sollte man das einfach regelmäßig reinigen und pflegen, das Leder. Das ist ja mehr oder weniger so ein lebendes Produkt. Wenn man das nicht pflegt, dann wird das spröde und geht eben kaputt. Ansonsten, ja, Teppichboden, da werde ich noch mal ein bisschen raussaugen. Hier auf der Beifahrerseite sieht es gut aus. Hier drüben auf der Fahrerseite ist eben deutlich schmutziger. Zudem werde ich dann auch hier entsprechend raussaugen und einmal durchwischen. Da sieht man auch, da sind eben ganz schön, ja, Rückstände, Dreck über all die Jahre. Auch hier die Knöpfe. Wenn man da jetzt einmal schaut, die sind eben auch relativ schmutzig. Das heißt, das werde ich dann auch entsprechend reinigen und säubern. Und insgesamt muss ich aber sagen, ist das Auto innen drin in einem sehr, sehr guten Zustand. Aber zum einen ist es sehr, sehr kalt. Das heißt, ich habe jetzt momentan gar nicht so die Lust, groß zu schrauben. Und auf der anderen Seite schiebe ich das Putzen ja schon eine Weile vor mir her. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall angehen. So, und was ich auch sauber machen werde, sind die Scheiben. Ich habe jetzt hier mal ein feuchtes Tuch genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt, aber mir fällt das immer in der Waschstraße auf, wenn dann die Scheiben feucht sind. Ich denke, man kann das jetzt ganz gut erkennen. Wenn ich hier im Licht, wenn ihr das Licht so ein bisschen verfolgt, seht ihr diese ganzen Rückstände und Ablagerungen, die sich da auf der Scheibe gebildet haben. Und das liegt eben daran, wenn eben entsprechend Kalk oder andere Schmutzstoffe im Wasser drin sind und man dann das nicht sauber wischt. Also wenn ihr durch den Regen fahrt oder sowas, ne, wer macht denn schon jedes Mal nach der Regenfahrt das Ganze eben entsprechend mit einem Tuch trocken oder wenn das Auto draußen steht, dann passiert es eben, dass sich hier solche Ablagerungen bilden und die bekommt man dann eben mit normalem Scheibenputzen nicht weg. Dafür habe ich so eine Politur und das werde ich eben nutzen, um hier die Scheiben zu reinigen. Und an der Scheibe werde ich euch das jetzt einmal exemplarisch zeigen, den Vorher-Nachher-Effekt. Wenn ich dann hier geputzt habe, sehen wir eben diese Schlieren, die jetzt hier entstehen, die sehen wir dann später nicht mehr. So, und die nächste Baustelle ist, wie gesagt, hier das Plastik an der Stoßstange. Da könnt ihr sehen, das sieht wirklich schlecht aus.
Vorne habe ich schon mal probiert, das wie gesagt mit so einem aus dem Internet beworbenen Produkt zu reinigen. Ich verlinke euch oben das Video. Das Ergebnis war miserabel. Das sah, wenn es feucht war, super aus und sobald das weggetrocknet war, sah das Plastik wieder genauso aus wie hier. Und da hätte ich jetzt gesagt, letztes Mal haben wir auch vorne oder habe ich es auch vorne gemacht, den Test. Da würde ich es heute wieder machen. Erstmal nur an der kleinen Seite, nur an so einer kleinen Ecke, die werde ich abkleben. Und dann werde ich einen kleinen Bereich reinigen und dann eben mit dem Mittel behandeln. Dann lassen wir das einwirken und können uns dann anschauen, ob das was hilft. Wenn das was hilft, mache ich das in der gesamten Stoßstange vorne und hinten. Wenn es nichts hilft, ja, dann wisst ihr auch Bescheid, braucht euch das Produkt nicht zu kaufen. Und ich hätte gesagt, wir starten jetzt einmal genau damit. Ich packe euch in den Zeitraffer und ich reinige vorne eine kleine Stelle, klebe das ab und dann machen wir einfach mal den Vergleich. So, ich habe das jetzt gereinigt. Ihr habt das gesehen. Ich habe also, wie gesagt, einmal vorgereinigt mit Glasreiniger und dann habe ich hier diese Glaspolitur genommen. Ich habe jetzt die von Sonax verwendet. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ihr könnt aber natürlich auch eine andere Glaspolitur verwenden. Und ich denke, man kann auch das jetzt schon erkennen, ohne dass ich es feucht gemacht habe, dass das wirklich kristallklar ist. Hier sind jetzt keine Rückstände mehr, die so nach Kalkflecken aussehen. Und die Oberfläche merkt man dann auch beim Nachreinigen mit einem trockenen Tuch, dass die Oberfläche jetzt ganz weich ist und sanft. Das heißt, es sind keine Verkrustungen oder eben Rückstände mehr da. Und wenn ich es jetzt noch mal ein bisschen feucht mache, um diesen Test von vorher noch mal zu wiederholen und das besser zu visualisieren auf der Kamera, wenn ich jetzt hier drüber wische, seht ihr das? Im Vergleich zu vorher, wo wir diese ganzen Schlieren und Rückstände gesehen haben, ist das jetzt hier einfach direkt sauber. Also man sieht natürlich leichte Spuren vom Reinigungsmittel, aber wenn ich das mit dem Ergebnis von vorher vergleiche, also das sind wirklich Welten. Das kann ich euch nur empfehlen. Also sofern euch das auch auffällt und stört beim Autowaschen. Ich bin da mal ein bisschen pingelig, mich stört sowas. Und mit dieser Glaspolitur kriegt man solche Kalkflecken und andere Verkrustungen, Verschmutzungen, die sich abgesetzt haben, da wunderbar raus und wieder weg und die Scheibe ist wieder glasklar. Wie lange hält sowas? Also ihr könnt das jetzt natürlich noch entsprechend versiegeln, dann hält das länger. Entweder eine Glasversiegelung oder so eine Nanoversiegelung auftrage, dann hält das noch mal ein bisschen länger, denn dann perlt sozusagen neues Wasser und Schmutz besser ab. Wenn ihr es jetzt einfach so reinigt, habt ihr, wenn ihr jetzt nicht im absoluten Regengebiet oder mit ganz viel Schmutzwasser oder so zu tun habt, mal mindestens 3 Wochen sehr saubere Scheiben. Wenn ihr es versiegelt, kann es sogar bis zu 2 Monate halten. Hängt natürlich immer auch davon ab, wie oft ihr an die Waschstraße fahrt, wie stark ihr sozusagen im Regen und im Schmutz unterwegs seid. Ne? Also das kann man so pauschal nicht sagen, aber es hält schon länger als normaler Waschstraßenbesuch. Vor allem ist es eben so, bei der Waschstraße bekommt ihr diese Rückstände gar nicht weg. Ne? Also wenn ihr durch die Waschstraße fahrt und die Scheiben sind danach feucht, dann seht ihr das eben normalerweise auch, dass da diese ganzen Rückstände vorhanden sind. Und jetzt ist das wirklich, wie gesagt, komplett kristallklar. Das heißt, das hier ist abgeschlossen. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir einmal in Richtung Frontstoßstange. So, wir sind jetzt hier an der Frontstoßstange. Ich
glaube, es ist noch nicht ganz trocken. Das sieht mir noch zu gut aus. So kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass wirklich das finale Ergebnis ist. Das wäre ja grandios. Ich hätte gesagt, wir warten mal noch eine halbe Stunde. Ich habe ja noch einige andere Dinge zu putzen. Aber man würde schon erkennen, einen ganz deutlichen Unterschied zu vorher-nachher. Aber ich bin jetzt vorsichtig, weil bei dem Produkt aus dem Internet, was ich zuvor probiert habe, war es eben auch so, solange da noch eine gewisse Restfeuchte hier auf der Stoßstange vorhanden war, sah das super aus. Und als es dann komplett eingezogen und abgetrocknet war, war es eben wirklich 1:1 wieder wie vorher. Da hatte sich dann gar nichts verändert. Deswegen bin ich jetzt noch skeptisch. Das Ganze hat jetzt circa eine halbe Stunde einwirken lassen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter putzen. Für euch geht es jetzt innen drin bei den Sitzen weiter. Und nach den Sitzen, das wird auch noch mal einige Zeit dauern, schauen wir hier noch mal drauf. Dann haben wir hier bestimmt eine Stunde oder mehr Trockenzeit und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Hier drüben muss ich sagen, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, hier wird es schon wieder ein bisschen fleckiger. Also deswegen, ich bin skeptisch. Ich habe extra ein Melaninschwämmchen genommen, dass ich das auch wirklich ins Material so ein bisschen reinarbeiten kann. Also noch sieht es gut aus, aber ich hätte gesagt, das sollte man mit Vorsicht genießen. Wir schauen einfach nach der Reinigung der Ledersitze nochmal drauf. So, die Scheiben sind jetzt schön sauber. Also wie gesagt, so eine Glaspolitur, die kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr eben auch, so wie ich, euch daran stört, dass da solche Ablagerungen an den Scheiben vorhanden sind. Das Ganze geht natürlich nur auf Glasscheiben, also das ist nicht, wenn ihr Plastikscheiben habt, dann funktioniert das nicht. So, jetzt hätte ich gesagt, das ist alles jetzt schön aufgewärmt. Dadurch, dass dort hinten ja schon eine gewisse Zeit lang der Lüfter hier reingeblasen hat, ist es jetzt hier schön muckelig warm. Das heißt, das Leder ist jetzt auch nicht mehr ganz kalt, auch vorgewärmt. Und ich starte jetzt und werde hier eben insgesamt die ganzen Lederflächen einmal reinigen und dann auch behandeln. Ich zeige euch das jetzt einmal exemplarisch hier am Beifahrersitz. Da nehme ich euch beim Prozess mit, was ich da mache und wie ich vorgehe. Als erstes, wie gesagt, werde ich hier einmal mit der Reinigungsflüssigkeit vorgehen und das Leder vorreinigen. Und wenn ich es dann gereinigt habe, dann lasse ich ein bisschen Zeit vergehen und dann kommt eben die Lederpflege drauf, die ich da einarbeite und dann sind wir an der Stelle auch schon fertig. Und wie gesagt, jetzt eben exemplarisch im Zeitraffer für euch, wie ich das Ganze an dem Beifahrersitz mache. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Ledersitze gereinigt habe. Ich denke, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber hier in der Realität kann man auf jeden Fall deutlich erkennen, dass die jetzt wieder frischer wirken, sind auf jeden Fall von der Farbe her wieder ein bisschen, ja, dunkelschwarz oder halt, beziehungsweise der Schwarzton hat sich jetzt nochmal ein bisschen abgedunkelt. Rausgesaugt, wie gesagt, habe ich auf der Beifahrer- und auch auf der Fahrerseite. Da ist jetzt auch wieder sauber und das mit den Fenstern. Woran merkt man, dass die Fenster richtig sauber sind? Ich hatte eben die Beifahrertür zu und das Fenster oben. Ja, man kann es ein bisschen erkennen, dass Reflexionen, also Spiegelungen da sind. Und ich wollte hier meine Lampe anbringen und stehe auf der Fahrerseite und will sie da sozusagen durchstecken und merke dann, hey, die Fensterscheibe ist ja noch oben, weil es so sauber ist, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Also Fensterscheiben putzen, wie gesagt, mit dieser Politur. Danach ist die Scheibe wirklich richtig sauber. So, und jetzt hätte ich gesagt, widmen wir uns dem letzten Thema hier im Innenraum, bevor wir nochmal nach draußen an die Stoßstange gucken. Und zwar hier sind eben, wie gesagt, so verschiedene Rückstände vorhanden. Die versuche ich jetzt alle mal entsprechend zu entfernen. Das Ganze werde ich mit einem Pinsel machen und einem entsprechenden Tuch mit Innenraumreiniger. Ich habe jetzt hier schon mal abgesaugt, das heißt, die restlichen Sachen, die jetzt hier noch vorhanden sind,
ne, das ist halt irgendwie festgeklebt. Das heißt, da muss man halt, wie gesagt, mit dem Pinsel und mit dem Reiniger ran. Das versuche ich euch jetzt auch mal noch einzufangen im Zeitraffer. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich den Innenraum gereinigt habe. Den Aschenbecher, den nehme ich irgendwann separat raus und mache den mal sauber. Ich habe jetzt mal die Oberflächen gereinigt und die Knöpfe und alles. Und vor allem hier um den Schalthebel herum habe ich eben schön sauber gemacht. Am besten kommt man da tatsächlich mit so einem Pinsel rein oder beziehungsweise in die Stellen rein. Den Pinsel habe ich einfach mit ein bisschen Cockpit-Reiniger besprüht, benetzt. Dann geht das und jetzt sind auch die Knöpfe und alles wieder richtig schön sauber. Hier oben ist jetzt auch zu erkennen, dass es der S-Knopf, wahrscheinlich der Sportknopf ist. Hier drüben sind die Knöpfe sauber. Hier an diesen Ecken, ne, an den Ecken, wo da ein bisschen Dreck war, so fest gekrustet, den habe ich wegbekommen. Ich habe hier diesen Knopf schön sauber gemacht und natürlich auch die ganzen Bedienelemente hier mit den Displays und eben auch den Knöpfen. Gut, wenn die Knöpfe jetzt kaputt sind, so wie hier ein paar, das geht natürlich nicht weg mit Putzen, aber der Rest sieht wieder sehr, sehr schön aus. Ich habe auch das Lenkrad entsprechend gereinigt. Und wie gesagt, auch die Sitze, da habt ihr ja auch die entsprechenden Stellen gesehen. Jetzt sind die Sitze auch wieder schön. Und ja, wie gesagt, so eine Lederpflege gehört einfach dazu, damit die Sitze geschmeidig bleiben. Zudem habe ich eben Fensterscheiben gereinigt. Und somit ist jetzt erstmal im Innenraum so die grobe erste Grundreinigung durch. Von außen werde ich ihn dann erst einmal in die Waschstraße fahren, bevor ich dann ins Detail gehe. Und das werde ich dann irgendwann anders noch nachliefern. Jetzt hätte ich gesagt, schauen wir noch mal vorne an die Stoßstange, wie denn da der Status ist. So, jetzt sind jetzt gut 2,5 Stunden vergangen. Es ist, denke ich, noch nicht hundertprozentig ausgetrocknet, aber schon zu einem sehr weiten Grad. Und wir können auf jeden Fall einen Unterschied erkennen. Es ist jetzt natürlich nicht wie neu, gerade wenn man nah rangeht. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera sehen. Haben wir immer noch solche Flecken und Verfärbungen. Die kriegt man nicht weg. Da müsste man wahrscheinlich lackieren oder irgendwas. Aber wenn wir das jetzt mit der Seite vergleichen, wo ich nichts gemacht habe, ist es doch ein deutlicher Unterschied und sieht viel, viel besser aus. Bedeutet, ich werde jetzt die gesamten Stoßstangen machen und dann noch mal ein paar Tage stehen lassen, sodass das alles wirklich gut durchzieht und euch dann in irgendeinem anderen Opel-Video nochmal einen Status geben, wie sich das verhält, wenn das richtig, richtig gut weggetrocknet ist. Aber jetzt ist auf jeden Fall, nach 2,5 Stunden war das mit diesem, ja, Online-Produkt schon wieder identisch zu vorher. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall eine Verbesserung mit dem Maguire-Produkt. Wie es dann auf Dauer aussieht, muss ich schauen. Ich werde es jetzt mal machen und dann im Auge behalten. Zur Not muss ich halt alle diese Plastikstellen einmal lackieren mit irgendeinem stoßfesten Lack oder sowas, damit das nicht mehr wieder passiert, dass das so komisch aussieht. Aber so mit dem sage ich mal, Ergebnis wäre ich auch schon zufrieden, wenn es so bleibt. Muss ich eben gucken, ob es so bleibt. Insofern
war es das fürs heutige Video. Wie gesagt, Glasreinigung kann ich euch nur empfehlen. Ich denke, man sieht das auch hier jetzt, wie schön wunderbar sauber die Glasscheiben geworden sind. Innenraum sieht auch wieder top aus. Habt ihr ja eben schon gesehen, bin ich ja eben schon im Detail drauf eingegangen. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch vom Geruch her. Es ist natürlich noch mal viel schöner, wenn man das alles sauber gemacht hat. Dann riecht das nicht mehr so, ja, in Anführungszeichen nach altem oder gebrauchtem Auto, sondern riecht jetzt wirklich wieder richtig schön frisch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet, wenn es dann hoffentlich am Opel oder an irgendeiner anderen meiner Baustellen weitergeht. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.